Hallo, Freunde der Lichttechnik. Ich bin der Jens Peter und wir ändern nun bestehende Queues mit Hilfe der Hinzufügeoption für Queues. Wir haben ja nun schon mehrfach den Add Queue-Button im QList-Editor benutzt. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass dieser eigentlich auch ein Dropdown-Menü enthält. Öffnen wir dieses Dropdown-Menü, so sehen wir hier mehrere Funktionen. In diesem Video geht es vor allem um die unteren 4 im oberen Abschnitt, nämlich Replace, Merge, Append und Subtract. Der Vollständigkeit halber aber erst ein paar Worte zu den oberen beiden Einträgen. Die Add-Funktion ist identisch mit der Funktion, die auf dem Add Queue-Button liegt, nämlich eine neue Queue an das Ende der Queue-Liste hinzufügen. Die Insert-Funktion ist vergleichbar dazu. Sie fügt allerdings eine neue Queue hinter dem aktuell ausgewählten Queue-List-Eintrag ein. Kommen wir nun zu den eigentlichen 4 Einträgen, die wir uns heute anschauen, nämlich jetzt als erstes die Replace-Funktion. Diese ersetzt eine bestehende Queue vollständig. Das machen wir mit der aktuell aktiven Queue. Dazu stoppen wir als erstes die Queue-Liste und stellen eine Lichtstimmung ein. Zum Beispiel diese hier. Nun wähle ich die entsprechende Queue aus und klicke auf Replace. Nun wurde diese Queue komplett ersetzt. Das können wir uns auch anschauen, indem wir die Queue-Liste einmal ausführen. Wie zu sehen ist jetzt die neue Lichtstimmung hier aktiv. Nun können wir dieser Lichtstimmung neue Werte hinzufügen, indem wir bei ausgewählter Queue die Merge- oder Append-Funktion benutzen. Diese beiden Funktionen unterscheiden sich darin, welche Werte eine höhere Priorität haben. Bei Merge haben die Werte im Programmer eine höhere Priorität. Bei Append haben die Werte in der Queue eine höhere Priorität. Beides schauen wir uns jetzt im Folgenden an. Dazu stellen wir wieder bei den Moving Heads eine Lichtstimmung ein. Und zwar dieses Mal eine Farbe und ein anderes Gobo. Nun bei ausgewählter Queue klicken wir auf Merge. Wenn wir uns die Queue wieder anschauen, sehen wir jetzt, dass nun alles ersetzt wurde. Warum? Weil die neuen Werte im Programmer eine höhere Priorität als die bestehenden in der Queue hatten. Hier war ja das andere Gobo gespeichert, das wir jetzt überschrieben haben. Probieren wir das mit der Append-Funktion aus. Das heißt, wir stoppen noch einmal die Queue-Liste, machen die Scheinwerfer wieder an und wählen wieder ein neues Gobo aus und speichern zusätzlich die Position. Jetzt klicken wir bei ausgewählter Queue auf Append und auf OK. Leeren wieder den Programmer und führen die Queue aus. Nun sehen wir, die Position wurde eingestellt. Das heißt, diese wurde neu gespeichert. Das Gobo hat sich jedoch nicht verändert, weil hier das bestehende Gobo in der Queue die höhere Priorität hatte. Nun als letztes können wir noch einen Wert aus der Queue wieder herauslöschen. Das geht mit der Subtract-Funktion. Wenn wir beispielsweise das Gobo löschen möchten, so können wir einfach bei gestoppter Queue-Liste und ausgewählter Scheinwerfergruppe ein beliebiges Gobo auswählen und bei aktiver Queue die Subtract-Funktion auswählen. Nun, wenn wir den Programmer wieder leeren und die Queue ausführen, sehen wir, dass nun kein Gobo mehr vorhanden ist. Das heißt, das gespeicherte Gobo wurde aus der Queue entfernt. Ihr seht also, mit diesen 4 Funktionen kann man recht einfach bestehende Queues anpassen.